reveal a different reality that we have from the one that God gives us. Und es gibt eine Sache, da wünschte ich, Jesus hätte das nicht gesagt. Ich wünschte, das würde nicht in der Bibel stehen. And so there's one thing that I wish Jesus hadn't said, that it wouldn't be in the Bible. Weil mir das so gegen den Strich geht. And when it goes so against everything, Weil es so gegen meine Natur geht. because it's so against my nature, Das finde ich so schwierig, it's so difficult for me, was Jesus da gesagt hat. what Jesus said there. Im ersten Gottesdienst übrigens war dann die Technik kaputt und die Pause war noch länger. So in the first service, the mics broke down, and so the break there was even longer. Was meine ich? What am I talking Aber about? es ist so schwer. What is so hard? Was in der Bibel steht, was ich wünschte, dass es nicht dort stünde. That is in the Bible that I wish it wasn't in there. Und jetzt geht wieder die Technik nicht. And now Ja, da ist es. There we go. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. So Jesus said, love your enemies. Wow, das ist so gegen meine Natur. That's so against my nature. Also, und das ist das, worum es geht, hier in Römer 12, in dem zweiten Teil. So this is what Romans 12 is all about in the second part of the chapter. In dem ersten Teil, Römer 12, haben wir gehört, wie das Zusammenleben in der Gemeinde sein soll. So in the first part of the chapter 12, we heard how the life together as a church is supposed to look like. Und jetzt in dem zweiten Teil geht es ab Vers 14 darum, wie unser Leben mit der Welt um uns herum aussehen soll. And now in the second part of chapter 12, starting with verse 14, it's all about how our life together with out the church is supposed to look like. Und ich lese den Text auf Deutsch und er ist dann auf Englisch hinter mir angebeamt. So you will see the text on the screen in English. Segnet, die euch verfolgen, und segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn wir uns den Text ansehen, So when we look at this text, dann stellen wir fest, der Ausgangspunkt ist eigentlich, dass es da Feinde gibt, welche die uns verfluchen, welche die uns verfolgen und so weiter. then we see that the point of view is that there are enemies that are against us, that curse us and all that. Und das ist ein Fakt des christlichen Lebens. And it's a fact of the Christian life. Da gibt es eine große Kluft zwischen der Gemeinde, den Christen und der Welt. So there's a big gap, a big chasm between the Christian and the world. Und es wird von beiden Seiten formuliert in der Bibel. And so this is formulated from both sides within the Bible. In Jakobus Kapitel 4, Vers 4 heißt es, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. So in James 4, verse 4, it says, don't you know that friendship with the world means an enmity against God? Und in Johannes 17 sagt Jesus, betet für uns als Gemeinde und sagt, die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt. And in John 17, Jesus prays that the world hates us and hates them, the disciples, because they are not from the world. Und der Grund dafür ist klar. And the reason for that is obvious. Wir lesen von so vielen Dingen über unsere Erlösung, über das, was Gott mit uns tut. So we read so many things about the salvation of what God is doing within us. Wo davon gesprochen wird, wie wir als Menschen durch unsere Erlösung komplett verändert werden. Where it talks about where we as humans are changed entirely from the inside out. Da steht, dass wir eine neue Kreatur sind in 2. Korinther 15. In 2 Corinthians chapter 15, it says that we are a new creation. So weit geht diese Veränderung. That's how far this transformation goes. Und schon im Alten Testament wird es angekündigt, dass wir ein neues Herz bekommen werden, einen neuen Geist von Gott bekommen And werden. even in the Old Testament, it talks about how we receive a new heart and a new spirit. Sobald wir erlöst sind, sobald wir an Jesus Christus glauben, sind wir ganz andere Menschen.
So then when we are redeemed, that we are entirely different people. In Philipper 2 heißt es, dass wir ein ganz anderes Mindset haben sollen. In Philippians 2 says that we are supposed to have a completely different mindset. Und in Epheser 4 heißt es, dass wir einen ganz anderen Lebensstil haben. And Ephesians 4 talks about us having an entirely different way of life and lifestyle. Um das anders zu formulieren, wir sind wie Aliens in dieser Welt. To say it in different words, we are like aliens in this world. Und das erzeugt diese Spannung und diese Kluft. And this produces this tension and this divide. Diese Kluft, von der auch unser Text hier spricht. This divide that our text is talking about here. Und wenn wir so diesen Dingen so begegnen, wo wir verleumdet werden für unseren Glauben, And so when we encounter these things where we are denounced for our faith, wo wir ungerecht behandelt werden, where we are ill-treated, wo wir ausgeschlossen werden, where we are excluded, dann ist die Frage, wie sollen wir damit umgehen? and the question is, how are we supposed to deal with that? Das ist die Frage, mit der sich unser Text heute beschäftigt. And so that is the question that our text is looking at. Wie sollen wir damit umgehen? How are we supposed to deal with it? In der Geschichte gab es darauf verschiedene Antworten. So in history there were different answers to that question. Als das Christentum die Verfolgung endlich überwunden hatte und Staatsreligion wurde im Römischen Reich, So when Christianity at some point overcame the persecution and became the main religion in the Roman Empire, da war es so, dass man ein staatliches Amt nur dann haben konnte, wenn man getauft war und zur Kirche gehörte. then in order to have an official place in the government or somewhere else, you ought to have, or you actually had to be a Christian. Mit einem Mal war die Kirche voller Ungläubiger. So from one day to another, the church was full of non-believers Die nur da waren, um halt, was weiß ich, irgendeinen Posten zu bekommen. proclaiming to be Christians just to get a job. Die Reaktion der Christen zu dieser Zeit, also der Menschen, die geglaubt haben in der Kirche, war folgende. And now the reaction of the Christians at that time in the church, so the real believers, Das war der Zeitpunkt, als die Kloster entstanden sind, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen Ort, wo wir wirklich anbeten können gemeinsam. their reaction was to found monasteries because they said we need places where we can actually have real worship, Wo wir gemeinsam mit Jesus unsere gute Zeit haben können. where we can have a good time together with our Jesus. Das war die Reaktion in der Geschichte und das war in gewisser Weise ein Rückzug. And that was the reaction in history, and in a way it was a retreat. Und die Frage ist, unser Text sagt nämlich was ganz anderes. But the question is, like, what does our text say? It says something entirely different. Trotz dieser, sagen wir mal, Feindschaft zu der Welt sollen wir uns eben nicht zurückziehen. It says that despite this enmity towards the world, we are not supposed to withdraw. Hier im Text heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. So in this text it says, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Also nicht nur nicht zurückziehen, sondern ganz tief involviert sein. So it doesn't even say just don't withdraw, but rather go right into that situation. Sei ganz nah an den Menschen Be dran. close to the people. Also ganz tief involviert sein, auch in das Leben der Menschen, die uns überhaupt vielleicht gar nicht wertschätzen, so wie wir sind. Be deeply involved in the lives of those people, even if they hate you. Also nicht zurückziehen, sondern noch tiefer involviert sein in die Beziehung mit Menschen, die nicht glauben. So don't withdraw, but be deeply intimate. Die andere Antwort, die es auch in der Geschichte schon gegeben hat, Another answer that we see in history ist das Kämpfen. is the fight. Kämpfen für die Wahrheit, To fight for the truth. kämpfen für Gerechtigkeit, To fight for justice. kämpfen gegen Unfairness. To fight against injustice. Aber wenn es eine Sache gibt, die unser Text hier ganz klar macht, But if there's one thing that our text is clear about, dass es nicht unsere Aufgabe ist. it's not our job. In Vers 16 heißt es, seid gleichgesinnt zueinander. So in verse 16 it says, live in harmony with one another. Und das ist einfach genau die richtige Übersetzung in der NIV. Da geht's, wir sollen in Harmonie leben mit den Menschen um uns herum. So the NIV translates it here with harmony, which is really a good word to put it all in one word, to live in harmony with one another. Und hier steht auch in Vers 17, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. And in verse 17 it says, be careful to do what is right in the eyes of everyone. Und was hier gemeint ist, wir sollen die Gemeinsamkeiten suchen, die wir gemeinsam gut finden.
And what is meant here is that we are to look for the connecting things that we have in common. Die wir gemeinsam gut finden. Wo That wir we sagen, commonly share, that we are commonly agree about, that they are good. und dann heißt es, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. And then it goes on, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ich habe gegoogelt und gesucht nach so skurrilen Streitigkeiten vor Gericht. So I googled for weird court cases. Und einen Fall habe ich gefunden, den fand ich lustig. And so there was one case that I found particularly funny. Da hat ein Mann geklagt, weil die Fußballmannschaft das Tor nicht oft genug trifft. So a man sued a soccer team because they were missing the goal so many times. Und der Ball landet dann natürlich in seinem Garten. Because the ball would land in his garden. Und dann hat er eben geklagt, dass die zu oft das Tor verfehlen und der Ball bei ihm im Garten liegt. So he sued them for missing the goal and the ball landing in his garden. Und er hat recht bekommen. And he won. Da wurde ein höherer Zaun gebaut. They had to build a higher fence then. Aber was wäre, einfach ich nehme das als Illustration, was wäre eigentlich die richtige christliche Reaktion gewesen? But to take this as an illustration, what would have been the right thing as a Christian to do in this situation? Den Kindern erlauben, holt den Ball ruhig in meinem Garten, ab und zu mal den Ball nehmen und zu ihnen rüberwerfen und sagen, viel Spaß noch beim Spielen. To tell the kids playing soccer, oh, come on, right in my garden, get your ball, whatever, have fun playing. Ihr versteht, was ich meine. You get the idea? Das ist das, worum es hier geht. That's Also what auch it's bei den about. ernsteren Sachen des Lebens. But even in the more serious things in life. Dieser Text will eben uns das genau sagen. Es gibt eine Feindschaft zwischen der Welt und uns und ganz oft sind wir diejenigen, die da angegriffen werden. So this is what the text is telling us about. There is an enmity to the world and we are attacked by other people. Aber wir sollen uns nicht zurückziehen, sondern uns beteiligen, uns involviert sein. But we are not to withdraw, but to invest and be involved. Die Harmonie suchen und den Frieden halten und diese Menschen segnen. To live in harmony and seek harmony and live it at peace and bless those people. So weit, so gut. So far so good. Aber uns begegnen ja diese Dinge But there are things that we encounter. und in der Regel, hoffe ich zumindest, sind wir nicht diejenigen, die provozieren und den Streit anfangen und die Probleme in die Welt rufen. And in general, I would assume that it's not us who provoke these reactions. Sondern die Provokation kommt ja von außen, dafür können wir ja nichts. But rather the provocation comes from the outside. Und die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, dafür können wir erstmal nichts. And the injustice that happens to us, that's nothing that we actually caused. Und die Unwahrheit wird gesprochen und wir sehen sie, wie sie unwahr da steht. And untruth and lies are told, and we just see how lies are just put there for people to see. Die Unfairness The unfairness und sogar Verfolgung, wie and es in even dem Text persecution, heißt. as it says in the text. Die Dinge begegnen uns. So these things meet us. Wenn wir darüber genauer nachdenken, And when we think about it more deeply, Jesus wurde selber verfolgt. Jesus himself was persecuted. Er wurde verfolgt, He was persecuted weil er die perfekte Gerechtigkeit Gottes auf diese Welt gebracht hat. because he brought the perfect justice of God to this world. Er hat sie nicht gebracht, indem er gesagt hat, ich bleib mal schön im Himmel und feiere meine Göttlichkeit, He didn't bring it by saying, oh, I'll just stay in heaven and celebrate my own godliness. ziehe mich zurück. I'll just withdraw. Er ist nicht gekommen mit Schwert. He didn't come with the sword Er hat gesagt, ich erober die ganze Welt und dann regiere ich in Gerechtigkeit, and said, oh, I'll just conquer the whole world and then I'll rule in justice. sondern er hat sich der Verfolgung ausgesetzt. But rather, he put himself in the place to be persecuted. Er wurde gefoltert He was persecuted und ist am Kreuz gestorben. and he died at the cross. Und einzig allein mit dem Ziel, And only with this one goal in mind, dass er die Strafe für dich nimmt, that he takes your punishment, damit du die Gerechtigkeit Gottes in dir haben kannst als Geschenk. so that you may have God's justice within you as
as a gift durch den Glauben. through faith. Jesus hat jetzt gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, in Johannes 15, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch genauso verfolgen. And Jesus said in John 15 that if they've persecuted me, they will persecute you as well. Weil ihr werdet auch so alienmäßig leben, wie ich gelebt habe. Because you will live the same alien life as I did. Weil sie mich deshalb verfolgt haben, werden sie euch genauso verfolgen. And the same way they persecuted me, they will persecute Und Matthäus you. 5, Vers 11 sagt es sogar, glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. And in Matthew 5, in the Sermon on the Mount, he actually says that blessed will you be, the ones who are cursed by others, who they tell lies about your faith and denounce you. So, wenn du genau drüber nachdenkst, dass viele dieser Dinge, die dir vielleicht begegnen, So when you think about it, there might be some things that happen to you as well. wenn Menschen komisch dich angucken, weil du dich bekannt hast als Christ, When people look strange at you because you said you're a Christian, wenn sie dich auslachen, wenn du das Evangelium erzählst, when they laugh at you because you're talking about the gospel, wen verfolgen die da wirklich? who are they actually persecuting there? Wir folgen ja eigentlich nicht dich, sondern wir folgen eigentlich Jesus. In fact, they are not persecuting you, but rather Jesus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das zu sehen. And I think this is an important point to see. Das können wir gerne loslassen und an Jesus geben. That's something that we can easily let go of and give it to Jesus. Wir brauchen uns da nicht verteidigen. It's nothing that we have to defend ourselves about. Wir müssen auch nicht für die Wahrheit kämpfen. We don't even have to fight for the truth in that Wir situation. können das einfach Jesus abgeben. We can just give it to Jesus. Ich finde es so spannend, dass ja Jesus, als er Paulus begegnet ist, I find it so amazing to see when Jesus met Paul. und das war ja zu einem Zeitpunkt, wo Paulus losgezogen ist, um Christen gefangen zu nehmen und ins Gefängnis zu werfen. In a situation where Paul was persecuting and was going to cities to persecute Christians, to put them in jail. Könnt ihr euch erinnern, was Jesus da zu Paulus sagt, als er ihm erscheint? Do you remember what Jesus said to Paul in that situation when he revealed himself to him? Er sagt nämlich nicht, Paulus, warum verfolgst du meine Kirche oder meine Leute? He doesn't say, Paul, why do you persecute my church or my people? Er sagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Rather, he says, Paul, why are you persecuting me? Wenn dir also diese Dinge in der Feindschaft zur Welt begegnen, So when you meet this enmity in the world, dann sei dir sicher, Jesus nimmt das auf sich then be assured that Jesus is taking that on himself, und du kannst es loslassen. and you are able to let it go. Jetzt kann man, wenn man über dieses Thema spricht, natürlich leicht in die Falle treten, dass man das erfüllt, was die Welt gerne von uns hätte. And now, talking about this topic this way may lead to us falling into another trap that we are acting the way that the world expects us to react. Dass wir genau das sind, was die Welt auch an Klischee teilweise über Christen hat. So that we are actually what the world thinks we are, the cliché they have in their mind. Christen, die sind nett und harmlos. So Christians, they are nice and harmless. Ich will dazu sagen, die Wahrheit sprechen ist eben nicht Unfrieden stiften. And what I want to give to that is to speak the truth does not mean to disturb the peace. Ich habe hier eine Eiche abgebildet So on this picture you see an oak, und es ist ein wichtiger Teil der Geschichte Deutschlands, die ich damit erzählen will. and it's an important part of the history of Germany that I want to talk about with this oak. Damals in 723 nach Christus So in 723 AD, war Deutschland mehr oder weniger gespalten, also das, was heute Deutschland ist, gespalten. so Germany, or what today is Germany, was divided back then in many parts. Es gab im Süden das Fränkische Reich und im Norden die Friesen. So there was a Frank Empire in the south and the Fries in the north. Und es war sehr viel heidnische Kulte waren bei den Friesen vor allen Dingen. And there were many occult things with the Fries mostly. Vor allem. Und damals hat sich ein Mönch aus Südengland auf den Weg gemacht,
um Missionar in Deutschland zu sein. So in 723 AD, a monk from England came to Germany, Der Bonifatius. and his name was Bonifatius. Und er hat Boniface? Boniface. Boniface. Ja. Thanks. Und er hat die Wahrheit gesprochen oder getan So he spoke truth, or rather, he did truth auf folgende Art und Weise. in the following way. Da gab es diese Eiche, So there was this oak, ganz in der Nähe meiner Heimat. real close to where I am from. Diese Eiche dort haben die Germanen damals, die Friesen, haben den heidnischen Göttern Opfer dargebracht an dieser Eiche. So at this oak, at the foot of this oak, the Germanic people actually went to sacrifice to their gods. Und vor allem dem Gott Dona. And most often it was the god Dona that they Oder sacrificed, Thor. or Thor that Ja, they ja. sacrificed their offerings to. Deshalb hieß diese Eiche Dona-Eiche. So this oak was called the oak of Thor. Und der Bonifatius ist hingegangen und hat vor den Augen aller diese Eiche gefällt. And so in front of the eyes of all the people standing around, Boniface went and chopped down this oak. Und hat gesagt, euer Gott macht gar nichts, wenn ich das mache. Und er hat auch nichts gemacht. And he said, your God is doing absolutely nothing when I do this. And actually nothing happened. Und Tausende haben sich bekehrt und haben sich taufen lassen infolgedessen. And thousands after this event came to Christ and were baptized. Und ich will sagen, der hat keinen Krieg angefangen, And I want to say, he didn't start a war, sondern er hat die Götzen konfrontiert. but rather he confronted the gods. Und es ist auch beim Frieden geblieben, weil die Wahrheit gesiegt hat in diesem Fall. And it was still peace because it was sticking to the truth. Weil die Wahrheit gesiegt hat und die Menschen Jesus kennengelernt haben und gemerkt haben, hey, das war ein Dienst an uns, dass er das gemacht hat. Because the truth won, and the people actually realized that it was a service to them that he did. Ich habe mir überlegt, welches Beispiel aus unserer heutigen Zeit möchte ich gerne bringen. So I thought about an example from our time that I could bring to you guys. Kennt jemand von euch den Begriff Gehsteigbelästigung? Does anybody of you know the German Begriff Gehsteigbelästigung? Is there any English word for that? Sidewalk harassment, yeah. Sidewalk harassment. Das ist ein Kampfbegriff. So this is a fight description or a fight saying. Ja. Und er richtet sich gegen die, And this saying is against die bei Abtreibungskliniken sich vor Abtreibungskliniken stellen und beten. the saying is against those people who stand in front of abortion clinics and pray against or pray for the people who want to get an abortion. Ja, die eigentlich da beten für die Menschen kommen, für die Frauen, die eine Abtreibung machen wollen. So they pray for the women that come to get an abortion, Und sie halten vielleicht auch Schilder hoch. and every now and then they would also hold up posters. Dieser Kampfbegriff sagt, die da beten und Schilder hochhalten, das sind diejenigen, die den Frieden stören. So the saying says that those people that stand there and pray for the people wanting to get an abortion are the ones that disturb the peace. Das sind diejenigen, die uns verfolgen. Those are the ones that hunt us. Or yeah. Und wenn man genau drüber nachdenkt, das Persecute us. ist so ein Fall, wo die Wahrheit gesprochen wird in Liebe. But when you think about it, this is a case where the truth is spoken in peace, Wo die Welt uns einreden will, dass wir den Frieden stören. where the world actually wants to tell us that we are the ones disturbing the peace. Nur weil Frauen, die vielleicht vorbeigehen, Gewissensbisse kriegen und sich darüber nachdenken, ob das Baby in ihrem Bauch vielleicht doch ein Recht auf Leben hat. Simply because women walking past are caught in their conscience, and the conscience condemns them for the act they are about to take, and they have unrest in their heart. Wenn dann Menschen sagen, wir Christen stören den Frieden, dann ist das so eine Art Täter-Opfer-Umkehr. So when people say that we Christians are the ones that in this situation disturb the peace, it's like a switch for the perpetrator, like switching the victim with the perpetrator.
Und da sollen wir sensibel sein als Christen. Wir sollen die Wahrheit sprechen in Liebe. And that's where we are to be sensible as Christians, to speak the truth in love. Wenn Leute darauf aggressiv reagieren, sind diejenigen, die keinen Frieden haben wollen. And then when people react in anger to this, they are actually the ones who don't want peace. Und das ist hier gemeint, so viel an euch liegt, And haltet den Frieden. that's what's meant when it says, as far as you are concerned. Und ist klar, natürlich ist das ein Grad, aber an so vielen Stellen passiert uns das in dieser Gesellschaft, dass diese Umkehr geschieht und wir Christen versucht werden, mundtot zu machen, dass wir nicht die Wahrheit sprechen. And so it's a fine line there, but how many times does that happen that they actually want to switch the perpetrator with the victim? Seid da sensibel und lasst euch führen, die Wahrheit zu sprechen von Gott. Be sensible there and listen to God speaking to you into that situation. Jetzt beschäftigt sich der Text ja auch mit den Dingen, die uns ganz persönlich passieren, also so weniger politische Dinge. And now the text actually talks about things more personally happening to us, so not only political things. Und da wird zum Beispiel gesagt, haltet euch nicht selbst für klug. And it says that we are not to be wise in our own eyes. Ja. Or to be, Tatsächlich, eine andere englische Übersetzung sagt es so. Ja. Ja, das Wort, was jetzt in der NIV steht, hat einen Tippfehler da. Ja. Conceited. Das ist so ein bisschen, Gott macht sich so ein bisschen lächerlich über unsere Klugheit an dieser Stelle. Wenn wir versuchen, unsere eigenen Recht zum Geltung zu bringen. So God is actually sort of making fun here at our own view about these things when we want to be conceited ourselves. Ich kenne das, ich kann mich an eine Situation erinnern vor 20 Jahren. So I remember a situation about myself about 20 years ago. Da hat mein Chef irgendwie mich wegen was, ich weiß nicht, ungerecht behandelt. When my boss, for some reason, whatever it was, treated me ill. Und ich dachte, irgendwie macht er so seinen Job sowieso nicht richtig. And I thought to myself, he isn't doing his job properly anyway. Und ich war richtig aufgebracht, bin nach Hause gekommen und habe gesagt, den mache ich fertig. And I was devastated, I was angry. I came home and I said, I'll finish this guy off. Zum Glück ist meine Frau da ruhig geblieben. Luckily, my wife stayed calm. Und praise God, also danke für die Gnade, ich bin auch gewachsen. And praise God for His grace, I grew. Aber das ist oft die Haltung, wo wir dann eben versuchen, mit unseren eigenen Gedanken die Intrigien zu spinnen. And oftentimes that's what we do in our own thoughts, that we make plans against other people. Weil wir denken, so kommen wir nur zu unserem Recht. Because we think that's the only way that we get to our right. Und stattdessen sollen wir aber sagen, hey Gott, du weißt, für was das oder was du Gutes daraus bringen willst aus dieser Situation. Ich übergebe es dir zurück. But instead we are to say, God, you know what good you can do from it, and I give it back to you to do whatever you want with it. Und das Zweite, was unser Text hier anspricht, ist, dass wir uns nicht selber rächen sollen, sondern Raum für Gottes Zorn geben sollen. And the second thing our text says is that we are not to revenge ourselves, but rather give room to the wrath of God. Wenn was passiert uns, What happens to us? was uns richtig emotional betrifft, When something happens to us that really hits us emotionally. und was uns wahrscheinlich auch zu Recht wirklich böse macht. And what angers us for a reason. Und wir mögen da komplett recht haben damit, dass das unfair, ungerecht, And we böse ist. might be completely right about being angry about this thing. Dann fordert uns aber unser Text trotzdem auf, uns nicht zu rächen. Then our text still calls us to not revenge ourselves. Denn Jesus ist schon für die Gerechtigkeit dieser Welt gestorben. Because Jesus already died for the justice of this world. Und entweder die Menschen, die glauben, werden diese Gerechtigkeit erben, And either the people who do believe in this will inherit this justice, oder die Gerechtigkeit wird im Sinne des Gerichts auf sie kommen. or else God's justice will come in the form of judgment. Aber beides ist Gottes Ding. But both
is God's thing. Wenn du also dich selber rächst, dann glaubst du weder an die Gnade noch an das Gericht Gottes. So when you revenge yourself, you neither believe in your justification, nor do you believe in God's judgment at the end. Und nicht in die Gnade. And the grace of God. Weil Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Because Jesus died for the entire world. Und unsere Aufgabe ist für Menschen, die Böses tun, zu beten. And our job is to pray for those who do bad and evil things. Dass sie sich bekehren können. So that they may come to Dass sie Jesus Christ. Jesus kennenlernen. That they may encounter him. Dass sie errettet werden. That they are rescued and redeemed by him. Gott hat auch dasselbe Herz für diesen Menschen wie für dich. So God has the same heart for this person that he has for you. Wenn du Rache übst, dann hast du die Gnade nicht wirklich verstanden. Du solltest stattdessen beten. When you practice revenge, you didn't understand grace. So you ought to pray about that. Wie im ersten Vers von unserem Text heißt, segnet, die euch verfluchen. As it says in the first part of the text, bless those who curse you. Der Text hier in Vers 24 schließt ab mit den Worten, überwinde Böses mit Gutem. And so in verse 24, this text finishes with the saying, overcome evil with good. Als ich ein kleiner Junge war, ich war in der Grundschule. So when I was just a little boy and I was in primary school, elementary school, in einem Dorf aufgewachsen mit 400 Einwohnern. and I lived in a village with about 400 people. Und da musste ich morgens dann 1 Kilometer zur Busstation laufen. So I had 1 kilometer to walk to the bus station in the morning. Und dann wurden wir in die nächstgrößere Gemeinde gefahren zur Schule. And the bus took us to the next bigger city to go to school there. Und für uns Kinder war das wirklich schlimm, jeden Morgen da zu dem Bus zu gehen. And it was terrible for us kids to go to this bus station every Weil der morning. Busfahrer war wirklich gemein in unseren Augen. Because the bus driver was a mean guy. Er hat uns immer so böse angesprochen, hat immer alles Mögliche von uns gewollt. Wir hatten Angst vor dem Mann. So he talked angry and mean to us, and we were afraid of him. Und eines Tages unter Tränen erzähle ich diese Geschichte meiner Mutter, dass ich gar keine Lust mehr habe, mit dem Bus in die Schule zu fahren. And one day I tell my mom, crying about this, that I don't want to take the bus to school anymore. Und dann sagte meine Mutter zu mir, And my mother told me, probier mal die nächsten Tage Folgendes aus. try the following this next couple days. Jedes Mal, wenn du gehst du vorne beim Bus rein, nicht hinten, So every time you go into the front of the bus, don't take the back door. und sagst ganz freundlich Guten Morgen zu dem Busfahrer und lächelst ihn an. And as friendly as you can, you go to the bus driver and says good morning and smile at him. Und wenn ihr an der Schule ankommt, gehst du aus dem Bus raus und sagst Tschüss. And when he stops at the school, you get out the bus and say goodbye. Und wer hätte das gedacht? And would have thought Der Busfahrer hat sein Verhalten geändert. the bus driver changed his attitude. Überwinde Böses mit Gutem. Overcome evil with good. Jetzt mag das ein triviales Beispiel gewesen sein, aber es ist doch so wahr. So this might be a trivial example, but it's so true nonetheless. Mich bewegt es immer, wenn ich so drüber nachdenke, als Jesus im Garten Gethsemane war. And when I think about the situation where Jesus was in the Garden of Gethsemane, that touches me. Jesus steht da und hört von ferne schon die Meute an Soldaten kommen, die ihn verhaften wollen, und ganz vorne dran ist Judas. So Jesus is standing, maybe from afar, already hearing the footsteps of the soldiers coming to arrest him, and in front of them, Judas leading the way. Und Judas kommt zu ihm und begrüßt ihn mit dem Kuss, und um ihn zu verraten. And Judas is walking towards him to greet him with a kiss to betray him. Und Jesus wusste das ja, wie wir vom Abendmahl aus dieser Geschichte kennen. As we know from the communion, from the Last Supper, we know that Jesus already knew about this betrayal happening. Also Judas kommt hin und begrüßt ihn, umarmt ihn, gibt ihm den Kuss auf die Wange, um ihn zu verraten. So Judas is walking towards Jesus to kiss him, to betray him. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, was Jesus da sagt, wie Jesus Judas da anspricht. I don't know if you ever recognized what Jesus says to Judas here when to confront him.
Jesus spricht ihn an mit Freund. Jesus calls him friend. Das ist was, was mich total bewegt. That's something that moves me. Ich hätte vermutlich was ganz anderes gesagt. If I was in his place, I would have said something entirely different probably. Elender Verräter. You traitor. Ja, gut. Aber Jesus spricht ihn an als Freund. But Jesus calls him friend. Überwinde Böses mit Gutem. So So weit sollen wir gehen. So overcome Als evil Christen. with good. That's how far we are supposed to go as Christians. Und ich habe euch ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, die euch helfen können, mal drüber nachzudenken, wo das eine Rolle spielen könnte in eurem Leben. And I brought you a set of questions to ponder upon, to think about in your personal life. Ich lese die jetzt langsam, dass ihr ein bisschen Zeit habt zum Nachdenken. Wir So lesen sie auf I'll- Deutsch und Englisch. So we'll read them in German and in English and leave some time in between for you to actually think about them. An welchen Konflikten bist du gerade beteiligt in Familie, Nachbarschaft, Kollegium, Kommilitonen etc.? What conflicts are you involved currently in family, neighborhood, co-workers, co-students, etc.? Was könntest du Gutes für die andere Partei tun? And what is the good you could do to the other party? Könnte es sein, dass das Motiv der anderen Partei eigentlich Feindschaft gegenüber Jesus ist? Is the motivation of the other party enmity against Jesus, really? In welchen Situationen lässt du dir Täterschaft einreden? When have you believed the lie that you are disturbing the peace? Wo hast du mit Klugheit andere übervorteilt, weil du dachtest, Recht zu haben? When did you use your own wisdom to get your right at the cost of others? In welchen Situationen fluchst du, anstatt zu segnen? When do you curse instead of speaking blessings? Und das mag sich trivial anhören, aber ich war total überführt, weil ich manchmal beim Fahrradfahren zum Beispiel, And this might sound trivial, but what happens to me is when I'm riding my bicycle that this may occur. wann hast du das letzte Mal gebetet, dass Jesus dir eine positive Einstellung gegenüber einer Person schenkt? When was the last time you prayed for Jesus to give you positive thoughts for a person? Ihr könnt das für euch bewegen und daran wachsen nach Belieben. You may take these questions with you and ponder upon them. Ich glaube ganz sicher, wenn wir uns an diesen Lebensstil halten, den Jesus uns gegeben hat, dann werden wir die Welt verändern. I'm absolutely confident that, that when we stick to the things that Jesus gives us and tells us how to live and how to treat each other, we will make a difference. Und deshalb möchte ich dich auffordern, mach diesen Unterschied in deinem Umfeld. And that's why I want to call you to make this difference in your community. Sei derjenige, der nicht auf jeden Kampf einsteigt, sondern der Böses mit Gutem beantwortet. Be the person who doesn't just pick every fight and any fight he can get, but rather seeks peace. Amen. Amen? Seid ihr dabei? Are you with us?